Das ist Revo. Revo ist ein E-Bike, aber es ist ein E-Bike, wie zumindest ich noch kein vergleichbares vorher gesehen habe. Denn das E-Bike kommt komplett ohne Speichen und Radnabe daher. Und das ist zwar die auffallendste, aber noch nicht mal die einzige Besonderheit. Was das E-Bike alles ausmacht, schauen wir uns jetzt im Video an. Los geht's! Und ja, das ist mal ein ungewöhnliches, besonderes Design. Die Speichen sucht man hier, wie schon angesprochen, vergebens, denn das Bike kommt völlig ohne aus. Die ganze Technologie dahinter, die kommt mir bei der Firma in den Releases derzeit aber noch etwas zu kurz. Klar, das ist eine Meisterleistung der Ingenieure und das wird Revo auch nicht müde zu erwähnen. Ich hätte trotzdem gerne etwas mehr über die Technik hinter dem speichenlosen und damit natürlich auch nabenlosen Rädern gehört. Vielleicht wird das ja noch nachgeliefert, sobald das Rad dann produktionsfähig ist. Denn derzeit kann man es nämlich nur bei Indiegogo vorbestellen. Klar, da ist immer auch viel Ungewissheit dabei, aber zumindest der Prototyp ist schon gebaut. Es fanden bereits Testfahrten statt und Geld dürfte genug vorhanden sein. In nur 15 Minuten wurde das Funding-Ziel um 200% übertroffen. Preislich liegt Revo derzeit bei $2.000, würde also nur rund 1.700 € kosten. Das ist schon der Wahnsinn. Auch der spätere Preis von $3.350 scheint angemessen, zumindest dann, wenn das Revo wirklich alles halten kann, was derzeit noch versprochen wird. Und das ist einiges. Über die Räder haben wir ja schon gesprochen. Die sind übrigens 27,5 Zoll groß, aber die sind nicht nur speichenlos, sie bieten auch noch eine Transportmöglichkeit, denn klar, Fahrradtasche und einen Gepäckträger will man sich an so ein Bike sicher nicht montieren. Deswegen gibt es eine Tasche, die man auch gleich mit dazu bestellen kann und die wird hier einfach dazwischen geklemmt. Der innere Kreis, an dem sie hängt, dreht sich nämlich nicht mit und eure Sachen können, klar, nur bis zu einer bestimmten Größe, einfach darin mit transportiert werden. Super witzig auf der einen Seite, macht auf der anderen Seite aber den Look natürlich auch ein wenig kaputt. An den Rädern ist außerdem gleich auch die Beleuchtung angebracht. Vorne weiß, hinten rot und das Rücklicht fungiert außerdem noch als Bremslicht und zeigt als Blinker auch noch, in welche Richtung ihr abbiegt. Das kann man am Lenker nach links und rechts umschalten und dann blinkt es eben am Hinterteil. Ich finde das in der Theorie sehr schick und gut gelöst. In der Praxis dürfte das Licht aber weder hell genug für eine Fahrt bei wirklicher Nacht noch der STVZO genügen. Ja, aber in der Großstadt reicht es wahrscheinlich schon. Unklar aber, ob Autofahrer das auf dieser Höhe auch so gut sehen können. Da muss man da wohl selbst noch ein bisschen was nachrüsten, ist aber schon mal ein ganz guter Anfang. Was hier gar nicht so auffällt, was aber nicht nachgerüstet werden muss, das ist der Ständer. Er klappt sich so an das Bike, dass er während der Fahrt gar nicht auffällt, ausgeklappt, aber natürlich dem Revo den benötigten Halt gibt. Was auch schick aussieht, ist die Art der Aufhängung, denn in der Mitte des Rades kann ja nichts greifen, da ist ja keine Narbe, da ist nichts, also geht das Ganze von der Seite. Und das sieht schon witzig aus, aber auch so ein bisschen schief wieder so von der Seite eingegriffen wird. Jedenfalls ist das vorne so, hinten sitzt das Rad direkt am Rahmen und da ist auch der Motor. Leider erfahren wir auch über den noch nicht allzu viel, also Funktionsweise, genauere Leistungsdaten, Hersteller, also was fehlt noch. Es soll sich dabei um einen wartungsfreien Antriebsstrang halten und immerhin, es gibt ihn nicht nur in der 750 Watt Version für die USA, sondern auch in der EU-konformen 250 Watt Version. Und da gibt es auch noch einen Unterschied, denn bei uns darf der Motor ja nur beim Pedalieren dazuarbeiten, die US-Version hat noch einen Hebel zum Beschleunigen, dann muss man da auch gar nicht mehr treten. Die hier legale Version wird dann natürlich nur bis zu 25 km/h unterstützt. Die US-Version bringt es auf 25 Meilen, wird also rund 40 km/h schnell sein und das ohne Treten nicht schlecht. Also bei uns 250 Watt, 25 km/h, das hätte man sich auch denken können. Drehmomentangaben sind noch nicht zu finden. Auch die Angaben für den Akku sind eher spärlich. Es handelt sich dabei wohl um einen 48 Volt, 10,5 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akku. Der soll Zellen von LG beinhalten. Daran angebracht ist außerdem ein USB-Anschluss zum Laden eures Smartphones. Und er kann vom Rahmen in der Mitte nach oben unter dieser Abdeckung abgenommen werden. Die Reichweite des Revo soll damit bei knapp 60 Kilometern liegen. Ob es verschiedene Fahrmodi gibt, die da noch etwas rausholen oder das Ganze noch etwas beschneiden, weiß ich allerdings nicht. In 3 Stunden ist er vollständig aufgeladen und sollte es bei diesen 60 Kilometern bleiben, ist das schon eine typische Reichweite, würde ich sagen. Was ganz gut klingt, ist die Bezeichnung Adaptive Pedal Assist, durch den die Unterstützung immer gut dosiert werden soll. Heißt, wenn ihr kräftiger tretet, geht auch der Motor in die Vollen. Wenn es bergauf geht, fällt die Unterstützung ebenfalls nochmal kraftvoller aus. Das machen eben diese ganzen Sensoren möglich, die da noch mitgreifen. Da bin ich ja immer ein großer Fan von und in der Praxis fährt sich sowas immer sehr gut, wie ich finde. Und selbst wenn die bisher genannten Features alle nicht dabei wären, könnte
punkte das Revo noch immer in krasser Technik und Designpunkten. Gut, der Rahmen sieht ziemlich massiv aus, auch der Vorbau ist eher grob und breit. Klar steckt ja unter anderem der Akku und Motor im Rahmen versteckt, also eine Menge Technik drin. Umso erstaunlicher und erfreulicher ist es aber, dass das Rad an sich nur 55 Pfund wiegt und das sind so umgerechnet knapp unter 25 Kilo, 24,9 irgendwas, was ich bei dem doch brachialen und massiven Look nicht gedacht hätte. Aber kommen wir zurück zu den eben angesprochenen Features und den verbauten Technik. Das beginnt mit der Art, wie man auf dem Revo seine Fahrt beginnt. Man startet das E-Bike nämlich mit seinem Finger. Das geht durch den am Lenker verbauten Fingerabdrucksensor. Haben wir so ähnlich auch schon mal beim Calamus Ultra gesehen. Das ist allerdings noch sehr weit von der Serie entfernt. Geschieht also hier ganz unauffällig und ihr könnt natürlich, wenn ihr mehrere Personen bzw. die dazugehörigen Finger registriert, auch eine Auswahl an Leuten das Starten eures Bikes erlauben. Der Vorgang mit dem Fingerabdruck, der dient auch zum Ausschalten bzw. zum Locken des Fahrrads. Dadurch wird dann automatisch ein Schloss aktiviert, das dann verriegelt. Das Schöne dabei, es kommt hinten aus dem Rahmen raus und ist nahezu unsichtbar. Also mit einem Bolzenschneider oder ähnlichem muss man es da gar nicht erst versuchen. Dieses Schloss soll all dem standhalten und man könnte das Bike dann höchstens noch wegtragen. Damit das nicht unbemerkt geschieht, ist ein Bewegungssensor verbaut, der dann eben registriert, wenn das Rad in abgeschlossenem Zustand bewegt wird. In Kombination mit eurem Smartphone bekommt ihr dann noch eine Push und einen Alarm, um eben direkt nach eurem Revo schauen zu können. Gleichzeitig gibt es noch ein drittes Feature aus dem Anti-Diebstahl-Bereich. Das Revo ist nämlich auch mit GPS ausgestattet und lässt sich damit jederzeit in Echtzeit orten. Das Fahrrad ist, wie man hier beim Orten und der Notification schon gesehen hat, auch mit einer App gekoppelt. Es hat auch gleich oben eine Handyhalterung mit integriert standardmäßig. Über die Funktion des Interface ist allerdings leider noch so gut wie nichts bekannt. Auch da bin ich gespannt, welche Funktionen man da wohl noch hinzufügen wird. Etwa Navigation, wie sieht das Dashboard aus, gibt es Over-the-Air-Updates und so weiter. Also da bleibt es noch spannend. Ja, also insgesamt sehen wir beim Revo allesamt vielversprechende Ansätze, ein, wie ich finde, noch sehr geringer Preis und ein Design, wie es so einfach noch nie da gewesen ist. Die große Frage, die noch offen bleibt, ist, kommt das Rad auch so zum Endverbraucher und vor allem wann? Zumindest gibt es von Revo eine Auslieferungs- oder Geld-Zurück-Garantie. Das Geld soll also nicht verloren gehen. Wer jetzt via Indiegogo bestellt, soll das Bike dann auch pünktlich zur nächsten Saison, nämlich im März 2021, erhalten. Ja, und wenn euch die Entwicklung dieses spannenden Projekts auch interessiert, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, denn dann werde ich auf jeden Fall an dem Projekt dranbleiben und euch da auch weiter auf dem Laufenden halten und wer weiß, vielleicht bekommen wir bald schon mehr Infos oder sogar eine erste Probefahrt. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.